the notes in the live stream group. Ich habe die Notizen in die Livestream-Gruppe gepostet. And these are a bunch of different thoughts, but all based around the same theme. Also es sind jetzt ein paar verschiedene Gedanken, aber sie drehen sich letztendlich alle um dasselbe Thema. Okay, now Daniel and John is one book, right? Und Daniel und Johannes ist ja ein Buch, richtig? Okay, so in Daniel chapter 10, where is Daniel standing? In Daniel 10, wo steht Daniel dort? Here, the first. Excuse me. That way, Mark. Okay, right. At the end. Right. He's standing at the first year of Cyrus, right? So. Also er steht hier im 3. Jahr des Kyros. Okay, so if this is the 7 thunders and we were to do the line, it would be like this: 1, 2, 3, right? Und wären das jetzt hier die 7 Donner, dann würden wir die 3 Dekrete ja hier jeweils hinsetzen. There's normally be a waymark here. This is a bit wider apart, but we've illustrated something, right? Also normalerweise haben wir hier noch eine Wegmarke und wir würden normalerweise das immer grafisch weiter auseinander aufzeichnen. So Daniel is here, right? Also Daniel steht dann in Kapitel 10 hier. But when Daniel in Daniel 12 is told to seal up those things until the time of the end, he's told a point in the future where he's going to stand or he's going to stand in his lot, right? Aber wenn dem Daniel dann aufgetragen wird, die Sachen zu versiegeln bis zur Zeit des Endes, dann weist das auf einen zukünftigen Zeitpunkt hin, wo er dann in seinem Los oder in seinem Erbteil stehen würde. Where is he told he's going to stand in his lot? Und wo wird ihm gesagt, dass er in seinem Erbteil stehen würde? The resurrection. It doesn't say that in this. It's at the time of the end, right? That's something different, right? Das sagt uns zur Zeit des Endes. Okay, so, and the time of the end is at the end of the 1260 in that chapter, right? Und die Zeit des Endes ist ja dann am Ende der 1260 in diesem Kapitel. So, you've got Daniel standing. If we were to take the line as the 1260, where would Daniel be standing? Also wenn wir jetzt die gesamte Linie als die 1260 betrachten, wo würde Daniel stehen? We're speaking about the time at the end, right? I know there's a lot of confusion about this, right? When you take the whole line as the 1260, where's Daniel standing? Standing in his slot, you mean? Oh. Also wenn wir die gesamte Linie als die 1260 betrachten, wo würde Daniel dann stehen? We're just, okay, I'll go back, right? In Daniel 12, Daniel says, seal up those things until when? Also in Daniel 12 wird mir aufgetragen, versiegle diese Dinge bis zur Zeit des Endes. Right? Until the time of the end. So you already know where he's going to stand, right? Also bis zur Zeit des Endes, da wissen wir dann bereits, wo er stehen würde. So if this line here is the 1260, where's Daniel going to stand? Right. Right? At the end. Yes. Also wenn das die gesamte 1260 sein würde, diese Linie, dann würde er hier am Ende stehen. Now, so if I put Daniel here, right? Wenn ich jetzt Daniel hier hinsetze, Is he standing at a different place than Daniel there? steht Daniel dann dort an einem anderen Platz, als wenn Daniel hier steht. Yes, yes, It's yes. the beginning of the time of the next time piece. So if you consider both fractals, no, both is the same. No, he's at the same place, right? Yes. Also wenn wir uns beide Fraktale anschauen würden, dann wäre er in dem Sinne am selben Platz. So I can take this whole fractal, even, right? And put it here, right? Und ich könnte ja das gesamte Fraktal nehmen und hier hin platzieren. So the point is, Daniel's standing here, no matter which way you look at it, right? Deswegen ganz gleich, wie du es auch betrachtest, Daniel steht hier an dieser Wegmarke. Right? Everybody get that point? Okay. Kennt jeder diesen Punkt. So John, right? Und jetzt kommen wir zu Johannes. In Revelation chapter 1, where's John standing? In Offenbarung Kapitel 1, wo steht Johannes? Second advent. Oh. Try to stick it on the same theme as what we're talking about. Where is Daniel standing? But John's John. standing at the time of the end also. The end of the
In Revelation chapter 1. Also wir sprechen jetzt über Offenbarung Kapitel 1. Wo steht Johannes dort? Yeah, it's still the time of the end, still the end. No, I'm not denying that, but just based upon. The second coming. Okay, it's the second coming, right? That's the first thing I said, the second advent. Also es ist die Wiederkunft. Okay, but not from Revelation 1, but from the quote, right? So when it came to John at Patmos, it was the second advent, right? Also als Jesus hier zu Johannes auf Patmos kam, das war die Wiederkunft. So we would put John here, right? Deswegen in dieser Darstellung würden wir Johannes dann hier hinsetzen. Because at the end it's the resurrection, right? Denn am Ende ist es diese Auferweckung. Okay, and on the chart there says Daniel stands in his lot, it's marking the resurrection, right? Und es steht ja auch dann, dass Daniel, wenn er in seinem Erbteil steht, das markiert seine Auferstehung. But when Daniel's told to take the book out of the angel's hand, where is he? Aber als John, John, yes, sorry. als Johannes aufgetragen wird, das Büchlein aus der Hand des Engels zu nehmen, wo ist er? August 11th, 1840. Yeah, he said August 11th, 1840, which is a parallel to what? Revelation 10. Er ist am 11. August 1840 und das wäre eine Parallele zu Right here, right? 11. August 1840, das wäre eine Parallele hierzu. But when it says time shall be no longer, right? And thou must prophesy again, where is John standing? Aber wenn es sagt, die Zeit soll nicht mehr sein und du sollst nochmal weissagen, wo steht Johannes dann? In October 22nd. Right, October 22nd, right? It's back here again, right? Es steht dann hier am 22. Oktober, also da am Ende. Right, so the point I want to get you see, they're always standing in the same place prophetically, right? Also ein Punkt, den ich euch sehen lassen möchte, ist, sie stehen prophetisch gesehen immer am selben Zeitpunkt. Because when we understand that this is a time of trouble, this is a time of trouble, right? Wir verstehen, dass das eine Zeit der Trübsal ist und das eine Zeit der Trübsal. When I do that, where's John and Daniel standing? Wenn ich das hier tue, wo stehen dann Daniel und Johannes? Same as that. Same place as that, right? Es ist genau dasselbe, wenn sie dort stehen, wie wenn sie hier stehen. Everybody understand that? Kann jeder das verstehen? Yes? So, a different place in historical time, but prophetically, when you bring it together, they're at the same place, right? Historisch gesehen sind sie an einem anderen Zeitpunkt, aber prophetisch gesehen am selben Zeitpunkt. So, because when we do that, right, just two parallels, right? Also wenn wir nämlich das so aufzeichnen, haben wir genau dieselbe Darstellung in jeder dieser Boxen hier. Right? So we can either take the whole fractal and place it there, or we can take the small fractal and just parallel. It's showing the same thing, right? Wir können entweder das gesamte Fraktal nehmen und hier reinsetzen, oder wir können einfach dieses kleine Fraktal nehmen und parallel hier zu setzen. Es zeigt jeweils dasselbe auf. So the point is, they're always standing at the little time of peace, right? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, sie stehen immer zu dieser kleinen Zeit des Friedens. Right? Okay. I noticed because I went through that the other day and I thought, I'm not getting that point. So I wanted to make sure that we see that clearly. Und ich weiß, dass wir letztes Mal da durchgegangen sind und ich meine bemerkt zu haben, dass vielleicht manche das nicht verstanden haben und deswegen möchte ich das nochmal klarstellen. Okay, let's go to the notes. Gehen wir jetzt zu unseren Notizen. Right? The first quote from 13 MR. Das erste Zitat von 13 MR. And those that are watching online, I have to put it through DeepL, and I know that's not the best translation, but we just have to do the best that we can. Also die deutschen Notizen sind leider nur per DeepL übersetzt worden. Das ist natürlich nicht die beste Übersetzung, aber wir können nur tun, was wir tun können. Yeah, I just threw these notes together this morning, so Ich habe die Notizen heute Morgen erst zusammenstellen können. okay. So from 13 MR it says, "We have no time to what? Lose." Right? Also wir haben keine Zeit zu verlieren, sagt es hier. It says, "Troublous times are where? Before us." Right? Trübselige Zeiten liegen vor uns. Okay, so 2 points there. You have no time to lose, and troublous times are before us. Also Right? 2 Dinge. Wir haben keine Zeit zu verlieren und trübselige Zeiten liegen vor uns. It says, "The world is stirred with the spirit of war. Soon the scenes of trouble spoken of
in the prophecies will take place. Right? It says the prophecy in the 11th of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Much of the history that has taken place in fulfillment of this prophecy will be repeated. Okay? In the 30th verse, a power is spoken of that shall be grieved and return and have indignation against the Holy Covenant. So shall he do. He shall even return and have intelligence with them that forsake the Holy Covenant. Verses 31 to 36 quoted. What is Sister White doing? Was tut Ellen White hier? She's taking the history and saying that it's going to repeat at the end of Daniel. So Daniel 31 and 36 is Daniel 40 to 45. Also Yes, but that's not what I'm asking. Nimmt hier die That's correct. geschichtliche Erfüllung von Verse 31 bis 36 und sagt letztendlich, das wird sich wiederholen, und Daniel 40 bis 45. Aber das stimmt zwar, aber das möchte ich jetzt hier nicht hervorheben. Okay, I spent some time a few minutes ago premising this whole thing, right? And then I'm asking a question, right? What is she doing? Also ich habe ja jetzt hier eben gerade hier diese sozusagen grundlegenden Gedanken dargelegt und das soll jetzt in Zusammenhang damit gesetzt werden. Was sagt sie hier? She's going to show the future from the past. Yes, she's standing at a point in time, right? And what is she saying is before us? Also sie steht an einem Zeitpunkt und was sagt sie, was liegt vor ihr? Trouble, right? Trübsal. So what is not happening at that time where she's at? Deswegen, was findet gerade zu der Zeit, wo sie steht, nicht statt? Trouble, right? Es ist keine Trübsal, wo sie gerade steht. So in order to understand what's right before us, what does she do? Also um uns zu erklären, was kurz vor uns liegt, was tut sie hier? Goes to the past. She takes you to the past, Sie right? bringt dich hier zur Vergangenheit. So where's Sister White standing? Wo steht Ellen White folglich? John. Right here, the little time of peace, right? Sie steht also genau auch hier, wo diese kleine Zeit des Friedens ist. Okay. It says, and she quotes verses 31 to 36, right? Und sie zitiert hier Verse 31 bis 36 Then she says, aus Daniel 11. scenes similar to those described in these words will take place. Zweiter Absatz. Okay, we see evidence that Satan is fast obtaining the control of human minds who have not the fear of God before them. Let all read and understand the prophecies of this book, for we are now entering upon the time of trouble spoken of. What does she then quote? Und was zitiert sie dann am Ende des zweiten Absatzes? 12:1. Daniel 12, Daniel 12, right? So Verse 1 bis 4. go to Daniel 12. Gehen wir jetzt zu Daniel Kapitel 12. It's always bugged me this why she quotes that. Es hat mich immer irgendwie gewurmt, warum sie Daniel 12 hier zitiert hat. Because in the first paragraph, she's clearly talking about Daniel 11, 40 to 45. These are the part of Daniel that has not yet been fulfilled, right? Denn in dem ersten Absatz spricht sie ganz klar über Daniel 11, Vers 40 bis 45. Das war ja der Teil von Daniel 11, der sich bisher noch nicht erfüllt hat. Okay, so in Daniel 12, verse 1, Daniel 12, Vers 1. it says, and at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble such as never was, right? Now, if you go back to the first paragraph, Wenn wir zurückgehen zum ersten Absatz. it says, we have no time to lose. Troublous times are before us. The world is stirred with the spirit of war. Soon the scenes of trouble spoken of in the prophecies will take place. And she takes us to here. Right? Und dann bringt sie uns letztendlich im Kontext hier zu Daniel 12. Right? She says, and at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book.
And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Right? So, Also bis Vers 4 haben wir Daniel 12 gelesen. okay, prophetically speaking, when these words are when these words, if you just to read those words and be fulfilled, where would Daniel be? Also wenn wir einfach diese Worte hier lesen und wann würden die sich erfüllen, wo würde Daniel stehen? At the beginning of the trial. Okay. Okay, but So, what did he say? At the beginning of the time of trouble. Also am Anfang der Zeit der Trübsal. okay, yes, but okay, in reference to what is happening there in the verses, where would Daniel be? Aber in Bezug auf das, was hier in diesen Versen passiert, wo würde Daniel sein? Prophetically speaking. Prophetisch gesprochen. Okay, is it at the beginning or the end? At the end. Also er ist in dieser Trübsal am Anfang oder am Ende? Both John and Daniel here, they're at the end, right? Also in beiden Darstellungen sind ja Johannes und Daniel am Ende dieser jeweiligen Trübsale. Right? Richtig? So, Daniel here is also at the end, because prophetically speaking, when we take this as 2 times of trouble, this is marking the time where Michael's going to stand up, right? Prophetisch gesehen, wenn wir das als diese 2 Zeiten der Trübsal hier betrachten, dann würde Michael ja jeweils an diesem Ende der beiden Trübsale aufstehen. Okay, but in the context of what she's talking about there, she's standing here and pointing forward to the beginning, right? Aber im Kontext, was Ellen White hier anspricht, ist, sie steht jetzt auch hier und sie spricht dann über den Anfang der Trübsal hier. Okay, so now I just want us to see something, right? First of all, go back to the first paragraph. She quotes verses 31 to 36, right? Also lass uns nochmal zum ersten Absatz zurückgehen, da zitiert sie ja die Verse 31 bis 36 aus Daniel 11. So go back 1 chapter in Daniel to Daniel 11. Gehen wir also jetzt zu Daniel 11. It says, "An arm shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary strength, and shall take away the daily, and they shall place the abomination that maketh desolate." Vers 31 jetzt gelesen. Right? So, what does it say is happening there in that one verse? Was sagt es hier? Was passiert in diesem einen Vers hier? The taking away of the daily and the abomination that maketh desolate. Right. Also Okay. das Tägliche wird hinweggenommen und der Gräuel der Verwüstung wird aufgerichtet. Okay. And okay, go to verse. Okay, verse 35. Gehen wir jetzt zu Vers 35. It says, "And some of them of understanding shall fall, to try them, and to purge, and to make them white, even to the time of the end," right? So she's taken verses 31 to 36 and saying scenes similar to these are going to repeat, and she quotes Daniel 11:12. Right? Also sie zitiert hier Verse 31 bis 36 und sagt, Szenen, die ähnlich sind wie hier in diesen Versen, werden sich wiederholen, und dann zitiert sie Daniel 12, Vers 1 bis 4. So the daily is taken away, the army is given to the Pope, right? And they go through this time where it says, "And some of them of understanding shall fall, to try them, to purge, and to make them white, even to the time of the end," right? Also das Tägliche wird hinweggenommen, eine Armee wird dem Papst gegeben, und dann gehen sie hier durch diese Zeit hier, die in Vers 35 beschrieben wird, durch diese Reinigungszeit bis zur Zeit des Endes. And historically, when did this take place? Und historisch gesehen, wann hat das stattgefunden? In what time period? In welcher Zeitspanne? 40
The 1260, right? In der 1260. Okay. So when you go to Daniel 12, Wenn wir jetzt zu Daniel 12 kommen, it's verse 9. Daniel 12 und dann Vers 9. It says, and he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Many shall be purified, made white, and tried. Right? That's the same words we just read there in Daniel 11:35. Right? Vers 10 lesen wir noch. Also das sind jetzt in Vers 10 dieselben Worte, die wir auch in Daniel 11, Vers 35 gelesen haben. Okay? And from it says, Many shall be purified, made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. And from the time that the daily shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there'll be 1,290 days. Right? Vers 11. So it's taking you to the same point that was illustrated there in Daniel 11:31 to 36, right? Bringt sich also zum selben Punkt, der hier in Daniel 11, Vers 31 bis 36 illustriert ist. It's this same experience, right? Selbe Erfahrung. Because when you go to Daniel 12, verse 6, Denn wenn wir zu Daniel 12, Vers 6 kommen, because first of all you have Daniel 12, 1 to 4 that she quotes, right? und zunächst einmal haben wir Daniel 12, 1 bis 4, was sie ja zitiert. And it says, And one said to the man clothed in linen which was upon the waters of the river, How long shall it be to the end of these wonders? And I heard the man clothed in linen which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth forever, that it shall be for a time, times and a half, when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. Okay, so the angel's asking the question how long, and the answer is for 1260, right? Der Engel fragt hier, wie lange, und die Antwort ist dann 1260. So the only point that I can make from this is Sister White is trying to parallel Daniel 12, the experience of Daniel 12, with the 1260. Also die einzige Schlussfolgerung, zu der ich momentan kommen kann, ist, dass Ellen White versucht, die Erfahrung von Daniel 12 parallel zu setzen mit der 1260. Das, was wir in Daniel 11, Vers 31 bis 36 lesen können. Right? Because just keep your place there in Daniel. Go to Matthew 24. Haltet euren Finger hier in Daniel und gehen wir jetzt zu Matthäus 24. Because, you know, if you just follow human logic, it doesn't make sense what she's doing. Mark in Daniel 12, 1 to 4 there. There's another paragraph in the manuscript. Also wenn wir menschliche Logik folgen würden, dann würde es an sich keinen Sinn machen, was Ellen White hier parallel setzt. Also, what's your point? And in that paragraph she mentions that the Holy Spirit is being withdrawn, which is the close of probation of Daniel 12. Yes. Also in dem weiteren Absatz nachher in dem Manuskript steht, dass Ellen White sagt, dass der Heilige Geist jetzt hinweggenommen wird, und das wäre ja das Ende der Gnadenzeit. So I think this is what she means we're now entering upon this time of trouble spoken of. That is the close of probation. Ich glaube, das ist, was sie damit meint, dass wenn sie sagt, wir jetzt am Ende des zweiten Absatzes, wir treten jetzt in diese Zeit der Trübsal ein, dargestellt in Daniel 12, sie spricht über das Ende der Gnadenzeit hier. So, what's your point? Also was ist der Punkt, den du damit machen möchtest? She writes, we see evidence that Satan is fast obtaining control of human minds. In the next paragraph she says, the Spirit of the Lord is being withdrawn from the world. So this is what I think she's on the No, you can't do that, what you're doing right now. This is what I think, right? You can't do that. It's got to explain itself. This is what she says, that the Spirit Yeah, of the Lord is being no, withdrawn. So, okay, so when you come to, let's just take this, right? You come to the Sunday law right here, Wenn wir jetzt zum Sonntagsgesetz kommen, what goes to happen? was passiert dort? Daniel 12:1. Daniel 12,1. Based on
somebody else help Philip to understand what I'm saying. What happens there at the beginning of the Sunday law? Was passiert hier am Anfang des Sonntags? If I have to do this, 1848, that's a clue. Wenn ich jetzt hier 1848 hinsetze, das wäre ein Hinweis. The 1260 is the 7 last plagues. That's the answer to the question. No, okay, in some sense, but the Sunday law crisis is not the 7 last But plagues. it's typifying. Okay, it's typified. We know. Also But, die 1260 oder die Sonntagsgesetzkrise schattet die 7 letzten Plagen voraus. so what Im I'm Prinzip. asking is, in 1848, the pioneers there, or the movement at that time, what message did they understand was going forward? Also 1848, welche Botschaft haben sie verstanden, die dort vorwärts ging? Die So. Versiegelungsbotschaft. The sealing message from Revelation 7, right? Die Versiegelungsbotschaft aus Offenbarung 7. And he says the 4 angels, what were they about to do? Und was waren die 4 Engel dabei zu tun? What were they about to do? What are the 4 angels holding? Was halten die 4 Engel? Time of trouble. The 4 winds, right? And Sie what is halten the die 4 4 Winde. winds? Und was sind die 4 Winde? Strife, war. No, I'm not asking physically. What do they represent? Was stellen sie dar? When the 4 winds are loosed, what is it? The 7 last Also wenn die plagues, 4 Winde gelöst werden, dann fallen die 7 letzten Plagen. right? So the 4 winds are about to be loosed. The 7 last plagues are about to be poured out right there, right? Also hier werden die 7 letzten Plagen oder sind die 7 letzten Plagen dabei ausgegossen zu werden, wenn das Sonntagsgesetz kommt. And the Lord says what? Aber der Herr sagt dann was? Hold, right? Halte, 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 halte. Okay, so let's take our minds back, right? The seals. Wenn wir uns die Siegel nochmal anschauen. 1, 2, 3. There's a 4th, right? This 1260. 1, 2, 3, 4. Das 4. ist dann diese 1260. Just dealing with a smaller fractal now, right? Das ist das kleinere Fraktal. The 5th seal is the time of peace, right? Und das 5. Siegel ist dann diese Zeit des Friedens. And what seal does it bring you to? Und zu welchem Siegel bringt dich das dann? The 6th. Zum 6. So what's the 6th? Und was ist das 6. Siegel? The 7 last plagues. It's the 7 last plagues, right? Das 6. Siegel beinhaltet die 7 letzten Plagen. But what does the Lord do right here? Aber was macht der Herr dann? Hold, right? Halte, 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 halte. So if Sister White's standing here and she's pointing forward to Daniel 12:4, to such a time of trouble such as never was, right? Also wenn Ellen White jetzt hier steht und auf diese Zeit aus Daniel 12 hinweist, auf diese Zeit der Trübsal, wie sie noch nie gewesen ist, Okay, let's look at from another concept, right? dann lass uns das nochmal aus einem anderen Konzept heraus betrachten. Right, so here you have the Sunday law crisis. Dann haben wir hier die Sonntagsgesetzkrise These the 2 times of trouble, right? und durch die 2 Weltkriege haben wir diese 2 Zeiten der Trübsal illustriert. What's this waymark right here? Was ist dann diese Wegmarke hier? Oh, okay, it's the midnight cry, but what's specific about the midnight cry? Also das wäre ja dann in dieser Darstellung hier der Mitternachtsruf. It's Und the close of probation, right? was sagt Ellen White? Das ist das Ende der Gnadenzeit. So the point that I'm making is, what's Sister White doing? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, was tut Ellen White hier? Bringing those 2 points together. And she just marks the second time of trouble as the 7 last plague. Yes, okay, she's Sie marking, markiert hier die 2. Zeit der Trübsal als die 7 letzten Plagen. it's typifying the 7 last plagues, Es right? schattet die 7 letzten Plagen voraus. Yuri, you want to make a point? Yeah, because if you look at the reform line of Moses, you have the second time of trouble as the 10 plagues, Yes. which is also typifying the 7 last plagues. Wenn man Ja. sich die, Also, die Reformlinie des Mose anschaut, dann hätte man ja hier die 3 und dann hier die 7 letzten Plagen. Das schattet dann auch die 7 letzten Plagen voraus. That would still be the same then, just bringing that point with that point together. I think they're both the same. Yes, but I'm not trying to. When we deal with one fractal, let's deal with the fractal as it is. If we go to another fractal, then let's change the thought and go there. But let's try not to mix
exactly. Go on. It says in the second time of trouble, like man's heart failing for fear, right? Also sagt er, dass in der zweiten Zeit der Trübsal das menschliche Herz vor Furcht vergeht. And if you go by where this statement is made, it's in the destruction of Jerusalem, it's in Isaiah 13, it's in Isaiah 19. They're all marking the day of the Lord, the punishment and the destruction of the cities, basically, which is the seven last plagues. Also letztendlich, wenn man sich das dann in der Zerstörung Jerusalems anschaut, Zerstörung Babylons, Jesaja 19, das markiert alles den Tag des Herrn und das ist, wo das Herz vor Furcht vergeht, markiert den Tag des Herrn, die 7 letzten Plagen. And because in the quote, when you read the quote, Und in dem Zitat, wenn wir das Zitat lesen and if you read the paragraph that Philip mentioned, und diesen Absatz lesen, den Philipp erwähnt hat, You just post it. das wird jetzt gepostet. I mean, in some sense, this also illustrates the 7 last plagues when you have this. Yes, if you take the whole line. Yes, Sunday law to the close of probation and then Yes. the 7 last plagues. So she's standing here and pointing. So. Yes. Also in einem Sinne stellt das auch die 7 letzten Plagen dar, denn man kann auch die komplette Sonntagsgesetzkrise mit den beiden Sonntagsgesetzen von hier bis hier setzen. Wäre das The close of probation comes there, Ja. and then you have the plagues begin to fall, but it's a little time of peace. And then they bring the death decree against you. So you have the same Also illustration. dann hätte man hier das Ende der Gnadenzeit, die Plagen fangen an zu fallen, hier hat man noch die kleine Zeit des Friedens, wo man dann fliehen muss in die Berge und hier würde das Todesdekret dann gegen dich kommen und ja, deswegen dasselbe dastehen. in the quote, the Spirit of the Lord is being withdrawn from the world. It is no time now for man to exalt themselves, it is no time for the people of God to be erecting costly buildings, or to be using the Lord's entrusted talents of means in glorifying themselves. Whatever we do, we should do economically. The buildings we erect should be plain, without use this display. Let us beware of selfish greed. So he's speaking about buildings that are erected for man's pride. Yes. And the buildings that are erected for man's pride are the Twin Towers that have been brought down. Yes. So 9/11 is. Also hier spricht er über diese Gebäude, die errichtet worden sind, um den menschlichen Stolz zu befriedigen und das waren letztendlich die Gebäude von 9/11 und Typos, die dann niedergebracht worden sind. Also, right? If she was standing at the little time of peace, which she is, right? Und wenn sie ja hier an der kleinen Zeit des Friedens steht, wo sie ja auch tatsächlich steht, And it was the little time of peace at the end, right? Is this where the close of probation's already taken place, right? und am Ende dieser kleinen Zeit des Friedens findet dann das Ende der Gnadenzeit auch statt. Okay, so she's not talking about Daniel 12, 1 to 4 in relation to the point where probation is completely closed. She's taken it and she's paralleling it to such a time of trouble as never was, right? Also sie nimmt jetzt hier Daniel 12, Vers 1 bis 4 und möchte es in dieser Anwendung jetzt nicht dorthin setzen, wo die Gnadenzeit für alle zu ist, sondern sie möchte damit jetzt hier eine Parallele ziehen zu dieser zweiten Krise, wo eine Zeit sein wird, wie sie noch nie zuvor gewesen ist. Okay, because in the chapter previous, she quotes verses 31 to 36, right? Denn in den Versen davor zitiert sie ja Vers 31 bis 36. Now, just go to Matthew 24, Gehen wir jetzt zu Matthäus 24. verse 15. Matthäus 24, Vers 15. It says, "When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by whom? Daniel the prophet. Stand in the holy place, whoso readeth, let him understand." Right? So, it's Christ is talking about the beginning of the time of trouble, right? Also Christus spricht hier vom Beginn der Zeit der Trübsal. Verse 21. Gehen wir nämlich jetzt zu Vers 21.
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, never shall be. That's the same as Daniel 12:1, right? Also Vers 21 ist dasselbe wie Daniel 12, Vers 1. Right? So this experience is typifying the 7 last plagues. That's why she quotes Daniel 12:1-4. Also right? diese Erfahrung, die Sonntagsgesetzkrise, schattet die 7 letzten Plagen voraus. Deswegen zitiert sie auch Daniel 12, Vers 1 bis 4. All helps us to understand when you go to the seals, you get to the sixth, and the sixth is marking the second coming of Christ, but he holds it until the end, right? Das hilft uns auch, wenn wir zur 6. Siegel kommen, denn es markiert hier die Wiederkunft Christi, aber er hält es bis zum Ende dann. Okay, so right now, so that first quote we said we have no time to lose, right? Also in dem ersten Zitat haben wir gelesen, sie sagt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Go to the next quote. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat. It says, not one Christian perished in the destruction of Jerusalem. Christ had given his disciples warning, and all who believed his words watched for the promised sign. When ye shall see Jerusalem compassed with armies, said he, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out. After the Romans, under Cestus, had surrounded the city, they unexpectedly abandoned the siege when everything seemed favourable for an immediate attack. The besieged, despairing of successful resistance, were on the point of surrender when the Roman general withdrew his forces without the least apparent reason. But God's merciful providence was directing events for the good of his own people. The promised sign had been given to the waiting Christians, and now an opportunity was offered for all who would obey the Saviour's warning. Now, go to the very last line, the bit that's highlighted. Springen wir jetzt ganz runter zum letzten Satz des Zitates. It says, without delay, they fled to a place of safety, the city of Pella and the land of Prae beyond Jordan. So what's the point I'm trying to make here from the first quote to the second one? Welchen Punkt möchte ich jetzt hier machen, wenn wir das erste Zitat in Betracht nehmen bezüglich jetzt dieses zweiten Zitates? No time to lose and without delay. Im ersten Right? Zitat haben wir gelesen, wir haben keine Zeit zu verlieren, und hier dieses Zitat sagt uns im letzten Satz, ohne Verzögern. Now this second quote here is talking about Cestus. Where do we find Cestus? Und dieses Zitat hier spricht über Cestius. Und wo finden wir Cestius markiert? In Luke 21, right? In Lukas 21. Okay. So the point is that it's taking you back to the very same sign that's marking this 1260 here, right? Bringt uns also zum selben Zeichen, was diese 1260 dann hier markiert. Okay. Surround Jerusalem, right? Jerusalem wird hier umlagert, The sign is given, right? das Zeichen wird gegeben. But when they have opportunity, when the little time of peace comes, what are they to do? Aber wenn sie die Möglichkeit haben, wenn die kleine Zeit des Friedens kommt, was können sie dann tun? Without delay, they're to flee, right? Ohne zu zögern müssen sie flüchten. We've got no time to lose, Wir haben right? keine Zeit zu verlieren. Because this is right before us, right? Das hier liegt direkt vor uns. So what I'm doing is I'm just taking those quotes, putting them in relation to this principle about the past, the present, and the future, and allowing that to explain where she's pointing, what's it referring to, right? Also deswegen möchte ich dieses Prinzip von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft anwenden. Und je nachdem, halt, wo sich hier steht, kann man dann sehen, worauf es sich bezieht. It's just a little side point, because in the quote we read from 13MR, in the paragraph I posted, she also says it is no time for the people, right? So there's no time to lose, so there's no time. So, because when you enter into the land, it says there's no time to erect costly buildings and Yes, things like that. So yes. when you get to the land, don't make like a fancy house because you think you need that, but just make it simple and Yeah, yes. according to the needs. Yes. Also hier, Theodor hat nochmal hier auf das Zitat Bezug genommen, was er hier gepostet hat. Da sagt es auch, es ist nicht die Zeit für das Volk Gottes, jetzt kostspielige Gebäude zu errichten. Deswegen, wenn wir in das Land kommen,
dann sollen wir hier nicht irgendwelche kostspieligen Gebäude aufbauen, sondern nur das, was wir wirklich bedürfen. Okay, so the point I want to make is the focus I want us to understand is talking about this time, right? Also, No time to lose, right? also ich möchte euch sehen lassen, dass es also hier über diese kleine Zeit des Friedens hier spricht, wo Ellen White sagt, wir haben keine Zeit zu verlieren oder auch keine Zeit zu verzögern. Right? Okay, so go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. How does it begin, Susie? Wie fängt das nächste Zitat an? You won't see it unless you read it. There is a danger in delay. No. You're reading the wrong paragraph, one above it. We have no time to lose. Okay, so what's the exact same expression? We have no time to lose, right? Also genau derselbe Ausdruck, wir haben keine Zeit zu verlieren. The end is near. Das Ende ist nah. Okay, Daniel 12, 1 to 4 is the end, right? Daniel 12, Vers 1 bis 4 ist das Ende. The passage from place to spread the truth will soon be hedged with dangers on the right hand and on the left. Everything will be placed to obstruct the way of the Lord's messengers, so that they will not be able to do that which is possible for them to do now. We must look our work fairly in the face and advance as fast as possible in aggressive warfare. Right? So no time to lose means that what she means by that, we must advance as fast as possible in aggressive warfare. Wenn Right? sie sagt, keine Zeit zu verlieren, meint sie damit, wir müssen so schnell wie möglich in einer aggressiven Kriegsführung vorwärts schreiten. From the light given me of God, I know that the powers of darkness are working with intense energy from beneath. So what does that mean to us when we read that? Was bedeutet das, wenn wir das hier lesen? Can you see what he's doing? Kann man sehen, was Satan alles so tut? Well, that's a question. Eine Frage. When you read that, what thoughts does it put in your mind? Wenn wir das hier lesen, was für Gedanken kommen in deinen Sinn? Okay, I'll read the next part. And with stealthy tread, Satan is advancing to take those who are now asleep as a wolf taking his prey. What does it tell you? Also mit schleichenden Schritten versucht Satan hier seine Beute zu machen. Also was sagt es uns? Yeah, it's work in secret. Yes, right? The work is being done in secret, right? You Sagt can't uns see what he's doing. Deutlich, dass dieses Werk im Geheimen vor sich geht. Man kann nicht einfach so sehen, was er alles dort im Geheimen tut. And where do we apply that? If we were to take the whole reform line here from the time of the end to the close of probation, right? Where do we apply that portion of the scripture that says the Sunday movement is working in secret? So, wenn wir die gesamte Reformlinie hier anwenden würden, von der Zeit des Endes bis zum Schluss, wo würden wir diese Teil der Schrift anwenden, wo steht, dass die Sonntagsgesetzbewegung ihre Bewegung in der Finsternis macht oder in dem Right Verborgenen? here, right? Das ist dann hier. Suddenly, unexpected. Sorry, Simon? It will come suddenly, unexpected. Yeah, it's from the civil Sunday law to the Sunday law in that time of peace, right? Das ist vom zivilen Sonntagsgesetz bis zum Sonntagsgesetz und es wird dann plötzlich und unerwartet kommen. Yes. It says, we have warnings now which we may give, a work now which we may do, but soon it will be more difficult than we can imagine. God help us to keep in the channel of light, to work with our eyes fastened on Jesus our leader, and patiently, perseveringly press on to gain the victory. There is danger in what? Delay. That soul whom you might have found, that soul whom you might have opened the scriptures, passes beyond your reach. Satan has prepared some net for his feet, and tomorrow he may be working out the plans of the arch enemy of God. Why delay one day? Why not go to work at once? And the point that I'm making here, what is the emphasis on the work in this time period? Also was ist die Betonung hier auf dem Werk in dieser Zeit hier? Delay, aggressive warfare. No delay, right?
So Keine Verzögerung. this is the beginning of the parable of the 10 virgins on the big fractal, right? Im großen Fraktal ist das ja der Anfang des Gleichnisses der 10 Jungfrauen hier, It's where they go forth, wo sie vorwärts schreiten. right? August 11th, 1840. In der Zeit ist das ja hier der 11. August 1840. And when they get to this waymark, what happens? Aber wenn sie dann zu dieser Wegmarke kommen, was passiert mit den Jungfrauen? According to the parable, what happens? Gemäß dem Gleichnis der Jungfrauen, was passiert hier? Yeah, okay, but before that point, what there's a separation, right? Findet dann eine Trennung statt. Why was there a separation? Und warum war damals in der Millerzeit eine Trennung? Because one class was unconcerned. They were going along with the fleet of the feelings and emotions of their brethren, right? Ja, weil eine Gruppe hier in der Zeit unbedacht war und sie haben sich einfach diesen schönen Gefühlen hingegeben und sich einfach dem gefolgt. They weren't gathering the oil. They weren't doing the work that was set before them. Aber sie haben Right? nicht wirklich das Öl gesammelt, sie haben nicht das Werk getan, was vor ihnen gesetzt worden ist. Okay, so anyway, let's read this next quote. Lass uns jetzt das nächste Zitat lesen. I just want you to see the same principle is always applied, right? Ich möchte euch sehen lassen, dasselbe Prinzip wird immer und immer wieder angewandt. At this point, another symbol is introduced, says the prophet. I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb. Right, so when the beast is coming up out of the earth and he's got two horns like a lamb, what is that referring to? Also wenn das Tier aus der Erde aufkommt und zwei Hörner wie ein Lamm hat, worauf nimmt das Bezug? Okay, Ja, es ist die kleine Zeit yes, des that's Friedens, true, but that's richtig, not ja. what I'm referring. It's a time where you're able to go forward and preach the gospel freely, right? Also das stellt eine Zeit dar, wo du vorwärts schreiten kannst und freimütig das Evangelium verkündigen kannst. Why? Warum? Because the two horns are separated, right? Weil da sind die zwei Hörner ja noch voneinander getrennt. Right? Okay. So both the appearance of this beast and the manner of its rise indicate that the nation which it represents is unlike those presented under the preceding symbols. The great kingdoms that have ruled the world were presented to the prophet Daniel as beasts of prey, rising when the four winds of heaven strove upon the great sea. At the beginning, right? Sie wehen hier am Anfang. So the four beasts are striving on the great sea, but he says, hold, 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 right? Die vier Winde, sie wehen auf dieses große Meer, aber der Herr sagt viermal haltet. In Revelation 17, an angel explained that waters represent peoples and multitudes and nations and tongues. Winds are a symbol of strife. The four winds of heaven striving upon the great sea represent the terrible scenes of conquest and revolution by which kingdoms have attained to power. The Sunday law crisis is marked by a revolution, right? Die Sonntagsgesetzkrise markiert eine Revolution. At the beginning and then at the end, Am Anfang und auch am Ende. right? Beginning and end of the Sunday law crisis marked by a revolution. Anfang und Ende in der Sonntagsgesetzkrise markiert eine Revolution. But the beast with lamb-like horns was seen coming up out of the earth at the end of the 1260, right? Am Ende der 1260 kommt jetzt dieses Tier mit lammähnlichen Hörnern auf. Instead of overthrowing other powers to establish itself, the nation thus represented must arise in territory previously unoccupied and grow up gradually and peacefully, right? It's a time of peace, Es ist eine Zeit des Friedens. right? So we just take this as a reform line from the time of the end till the closed door. Also wenn wir das als eine Reformlinie jetzt betrachten, hier von der Zeit des Endes bis zu dieser geschlossenen Tür am Ende der ersten Zeit der Trübsal, 1798 to 1844, right? hätten wir 1798 bis 1844, Okay. Which is also 538 to 1798. aber die gleiche Zeit ist ja auch 538 bis 1798. Okay.
just it's marking this point where there's this time of peace to take the gospel message forward before the Sunday law crisis. Dann markiert es hier diese Zeit, wo man jetzt diese kleine Zeit des Friedens hat, wo man die Evangeliumsbotschaft vorwärts bringen kann, bevor das Sonntagsgesetz kommt. Right? Richtig? So when we go to the next quote, Wenn wir uns jetzt das nächste Zitat anschauen. it says, the work which the church has failed to do in a time of peace and prosperity, she will have to do in a terrible crisis. She's always, when you come to this part, always showing us the same principles, right? Also wir sehen hier immer und immer wieder dasselbe Prinzip illustriert. Under the most discouraging, forbidden circumstances, the warnings that worldly conformity has silenced or withheld must be given under the fiercest opposition from enemies of the faith. And at that time, the superficial conservative class, whose influence has steadily retarded the progress of the world, will renounce the faith. Which point in time is that prophetically? Also welcher Zeitpunkt ist das jetzt hier prophetisch gesehen, wo What jetzt waymark is it? eine große Gruppe hier weggeht? Welche Wegmarke ist das? The midnight cry, Der right? Mitternachtsruf. What's the midnight cry, Philip? Und was ist der Mitternachtsruf? What is it? It's a time trouble. Das ist eine Zeit der Trübsal, ja. Christ of the Lessons 412. What does it tell us that it is? Aber Christi Gleichnisse 412, was sagt uns da Ellen White, was stellt der Mitternachtsruf dar? Oh, it's the close of probation, right? Which is Ende der Daniel 12, Gnadenzeit. 1 to 4, right? Und das ist Daniel 12, Verse 1 bis 4. Okay, so she's taken Daniel 12, 1 to 4, the time of trouble such as never was, and she's shown that this time of trouble that you're going to go into is prefiguring the close of probation where Michael stands up and it's too late to change anything, Also right? sie nimmt hier Daniel 12, Vers 1 bis 4 und sagt, diese Zeit der Trübsal, wie sie noch nie gewesen ist, und benutzt das in dem Kontext jetzt hier, dass wenn du diese Zeit eintrittst, ist das eine Vorausschattung dann von den 7 letzten Plagen, die am Ende kommen werden. So the point I'm making, when we get to this point right here, and we don't do this work that's set before us here, what's the result? Deswegen, wenn wir in diese Zeit hier eintreten und das Werk nicht tun, was vor uns gesetzt wird oder sein wird hier, was wird das Resultat sein? We have to do it in very bad time. Later. No. If you don't do this work here, what's the result? Also wenn du das Werk hier nicht tust, was ist das No, Resultat? I know you're just reading the code, but I'm saying if you, Margaret, right, get to this time and you don't do that work, what's the result? Aber wenn du hier in diese Zeit hier eintrittst und du als Einzelperson tust nicht das Werk, was Gott dir hier aufträgt, was wird dann hier das Resultat sein? Not call somebody else. Yes, God will pass you by, right, and you will meet your closed door right here, right? Gott wird dich dann hier übergehen müssen und du wirst dann hier eine geschlossene Tür haben. So when it says the church will have to do that in a time that she failed to do here, it's not talking about the people that are doing it are not the ones that failed. All the ones that get swept out right here are the ones that were the cause of the work failing to be done, right? Also wenn sie sagt hier, dass die Gemeinde das Werk nicht getan hat, was sie hier tun sollte, dann meint sie damit nicht diejenigen, die wenigen Treuen, die das Werk zwar hier schon getan haben, sondern all diejenigen, die dann hier ausgereinigt werden, weil sie in dieser Zeit das Werk nicht getan haben. Because it says, and at that time, the superficial conservative class whose influence has steadily retarded the progress of the work will renounce the faith and take their stand with its avowed enemies, toward whom their sympathies have long been tended. These apostates will then manifest the most bitter enmity, doing all in their power to oppress and malign their former brethren. So, what sort of enmity will they manifest? Also was für eine Art von Bitterkeit werden sie manifestieren? Terrible, terrible. Right? What sort of enmity? Was für eine Art von Feindschaft werden sie It's manifestieren? bitter, right? Eine bittere. So, when Daniel and John are standing here on August, or when John is standing here on August 11th, 1840, Also wenn Johannes hier am 11. August 1840 steht and he's told to eat, und ihm wird jetzt aufgetragen, dieses Büchlein zu essen, what is it? was ist es dann? Wie schmeckt es? Sweet. It's sweet, Es ist süß. right?
But what's it going to lead to? Aber wohin wird das dann führen? The bitter experience is at the end of the little time of peace, right? Das führt dann zu einer bitteren Erfahrung und die Bitterkeit ist also immer am Ende dieser kleinen Zeit des Friedens. That's what makes it a time of peace. It's not that there's nothing going on there. The fact is that you have this sweet experience of being able to preach the message unhindered, right? Also das macht es hier zu dieser süßen Erfahrung, dass du hier in der Lage bist, ungehindert die Botschaft vorwärts zu bringen. But what is going to be bitter about it Aber was wird dann die Bitterkeit hier sein? is that your former brethren, which have eating of your bread right here, are going to turn against you right here. Dass deine ehemaligen Geschwister, die hier zusammen mit dir das Brot gegessen haben, jetzt sich hier gegen dich wenden werden. Okay. Okay, I'm going to cover that point, but right, just go to the last quote. Gehen wir jetzt hier zum letzten Zitat, 7bc. It's about the seven thunders. Right? Das spricht über die 7 Donner. Okay, so it says, after these seven thunders utter their voices, the injunction comes to John as to Daniel in regard to the little book. Seal up those things which the seven thunders uttered. So where is John standing prophetically? Also wo steht Johannes prophetisch gesehen? At the end. He's at the end, right? Er steht am Ende. He's at the beginning of the little time of peace, right? Er steht in dem Sinne am Anfang der Kleinzeit des Friedens. So if you look at it on the big fractal, he's at August. No, he's at. So if you look at it on the smaller fractal, he's at October 22nd, 1844. Also wenn du das kleinere Fraktal dir anschaust, dann steht er hier am 22. Oktober 1844. Okay, so it says, seal up those things which the seven thunders uttered. These relate to future events which will be disclosed in their order. So immediately, what do we have? Also die beziehen sich auf zukünftige Ereignisse, die in ihrer Reihenfolge eröffnet werden. Also was haben wir hier? Seven thunders. The choices Past, will be the repeated. present, and the future, right? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Because they're bringing you to where they are presently. They're talking about what's going to come in the future, and they're referring to that, what was it, the past, right? Also das ist hier, wo man hier präsent in der Gegenwart steht, sprechen darüber, was zukünftig sein wird, aber sie haben sich gerade hier in der Vergangenheit erfüllt. Okay, so here you have the seven thunders from 1798 to 1844, right? Hier haben wir dann die 7 Donner von 1798 bis 1844. Okay, and then it says, these relate to future events which will be disclosed in their order. Daniel shall stand in his lot at the end of days. John sees the little book unsealed. Then Daniel's prophecies have their proper place in the first, second, and third angels' messages to be given to the world. The unsealing of the little book was the message in relation to time. The books of Daniel and the Revelation are one. One is a prophecy, the other a revelation. One a book sealed, the other a book open. John heard the mysteries which the thunders uttered, but he was commanded not to write them. The special light given to John, which was expressed in the seven thunders, was a delineation of events which would transpire under the first and second angels' messages. It was not best for the people to know these things, for their faith must necessarily be tested. In the order of God, most wonderful and advanced truths would be proclaimed. The first and second angels' messages were to be proclaimed, but no further light was to be revealed before these messages had done their specific work. This is represented by the angel standing with one foot on the sea, proclaiming with the most solemn oath that time should be no longer. This time which the angel declared with the solemn oath is not the end of this world's history, neither of probationary time, but of prophetic time, which should precede the advent of our Lord. That is, the people will not have another message upon definite time. After this period of time, reaching from 1842 to 1844, there can be no definite tracing of the prophetic time,
The longest reckoning reaches to the autumn of 1844. So, John is here, 44, 7 thunders are past, right? Johannes steht ja hier 1844, die 7 Donner haben jetzt gerade hier sich erfüllt. Das ist in Vergangenheit. There's no time to go on, right? Es gibt jetzt keine Zeit mehr, die danach kommt. So, when John is standing here and the 7 thunders have gone, and it's a type, right? Also wenn Johannes jetzt hier steht und die 7 Donner haben sich gerade hier erfüllt und das ist ja dann alles ein Typus. When John is standing here in Revelation 17, from 538 to 1798 is a type. Und auch wenn Johannes hier in Offenbarung 17 steht, dann ist ja auch die Zeit hier von 538 bis 1798 ein Typus. He's taken this time and he's bringing it forward and saying, okay, that which happened here is going to happen here, right? Und er nimmt ja dann diese Zeit und sagt, das, was hier passiert ist, wird sich hier wiederholen. But when he's relating to the 7 thunders, which is a type, he's taken the 7 thunders and he's saying the 7 thunders. Aber dasselbe Prinzip gilt dann auch hier mit den 7 Donnern. Wenn er hier dann an 1844 steht, diese 7 Donner, die es gerade hier erfüllt haben, werden sich dann auch hier wiederholen. But if this 7 thunders, okay, if this 7 thunders, which begins with Daniel 11:40, Wenn diese 7 Donner, die ja mit Daniel 11, Vers 40 anfangen, is repeating here, that will begin und sich dann hier wiederholen, with Daniel 11 verse 40. dann müssen sie auch mit Daniel Vers 40 hier anfangen. What does it tell us about this? Und was sagt es uns dann über diese Zeit hier? Okay, maybe I'm not making. Okay, this is a type, right? Das hier ist ein Typus. Oh, so excuse me. And Daniel 11 verse 40 there, what is it? Und Daniel Vers 40, was ist das? In 1798, In 1798. it's a type, Das ist ein Typus. right? So if Daniel 11 verse 40 there is a type, and Daniel 11 verse 40 here is a type, what does it tell us about the 7 thunders there? It's also a type, right? Also wenn Daniel 11 Vers 40 hier ein Typus ist und Daniel 11 Vers 40 hier ein Typus ist, was sagt es uns dann über die 7 Donner? Es ist auch ein Typus. So what I'm trying to get is that from 1844 to 1989 was a little time of peace, right? Deswegen, was ich zeigen möchte, ist von 1844 bis 1989 war eine kleine Zeit des Friedens. Because we have to see this, right? This history has to repeat. That's what we're told. And we're repeating Millerite history from 1989 to the Civil Sunday Law, right? Denn wenn wir die Miller-Geschichte betrachten, ist das ja hier ein Typus gewesen von 1798 bis 1844 und das muss sich wiederholen. Deswegen diese 7 Donner wiederholen sich dann hier von 1989 bis zum zivilen Sonntagsgesetz. Right. That's what took place in that long time of peace. The conservative class in 1989 rose up against this message, right? All of Adventism. Yeah, they've been hindering the work going forward all the time through Millerite Und das ist history. ja auch in dem Sinne, was passiert ist, dass in dieser gesamten Zeit hier hat diese konservative Klasse das Werk gehindert, dass es vorwärts gehen konnte. Okay, Führer. If you compare that quote with the first one we read, Yes. Also wenn wir das Zitat jetzt hier noch mit dem ersten Zitat vergleichen, das wir am Anfang gelesen haben, because it says in this quote, after the 7 thunders have uttered their voices, right? denn Which hier in is, diesem letzten Zitat sagt es ja, dass nachdem die 7 Donner ihre Stimmen vernehmen lassen which is haben, the first time of crisis, Yes. first time of trouble. No, das ist also die erste Zeit der Krise hier. and she says it's the first and second angel's message. Und sie sagt, das ist ja die erste und zweite Engelsbotschaft. Then John is told to seal up, till the point where Daniel stands in a slot. Und dann wird Daniel aufgetragen zu versiegeln, bis Daniel oder im Erbteil stehen wird. Which is at the end. Entschuldigung, Johannes wird gesagt, er soll versiegeln, bis Daniel am Ende im Erbteil steht, was die Zeit des Endes ist. Which is 1989. Was auch 1989 ist. And in the first quote, she marked it as Daniel 12, verse 1, where the time of trouble is the
begins in So Daniel stands in his lot, right? Yes. Im ersten Zitat markiert sie das als Daniel 12, Vers 1, wo die Trübsal anfängt und Daniel in seinem Erbteil stehen wird. And she says, when this happened, then Daniel's prophecies will have their proper place under the first, second, and third angel's messages. Und sie sagt dann, wenn das eintritt, dann werden Daniels Weissagungen ihren passenden Platz haben unter der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. And if you take this as our line from the Sunday law to the final review, Und wenn man das jetzt als die komplette Linie anschaut, vom Sonntagsgesetz bis zu der finalen Untersuchung, it's right from where the two is, you know, where the midnight, which is the midnight cry. Yes, yes, dann ist here. es hier der Mitternachtsruf. Right? Here always is 1, 2, 3. You know, first, second, third angel's message, 3 days in the grave, 3 days in the belly, 3 days, whatever. Yes. We always have these 1, 2, 3, which is the 3 angel's message. Dann haben wir hier diese ganzen Dreier markiert, die letztendlich die dreifache Engelsbotschaft darstellen. Okay, the point that I want. Sorry, Sandra, you want? How can the spiritual fulfillment of Daniel 11:40 again be a type? How is The it? natural was a type. No, wait a of the minute. Spiritual, No. how can this again be a type? Just hold on one second. Daniel 11:40 and 1798. Was it the natural fulfillment, right? Also Daniel 11, Vers 40, im buchstäblichen Jahr 1798 war es die natürliche Erfüllung. Right? Yeah. Richtig? King of the South came against King of the North, right? Der König des Südens kam gegen den König des Nordens. So when you come to 1989, was it natural or spiritual? Und wenn wir zum buchstäblichen 1989 kommen, war das natürlich oder geistlich. Natural. War auch Okay, so natürliche it's Erfüllung. still the same, right? Still the second part of it. So it's not come spiritual until it's both been fulfilled. Also es ist der zweite Teil davon und es wurde noch nicht zur geistlichen Anwendung, bis hier dieser zweite Teil sich in 1989 erfüllt hat. So from 1989 to the Civil Sunday Law is Millerite history being repeated, right? Deswegen von 1989 bis zum zivilen Sonntagsgesetz ist nichts anderes als die Wiederholung der Miller-Geschichte hier. Okay. So this is not the Sunday Law that John was pointing forward to, but it's the type of the Sunday Law. Also right? das ist ja hier noch nicht das Sonntagsgesetz, worauf Johannes hingewiesen hat. Es ist ein Typus für die Sonntagsgesetzkrise. Because in 1989, Ronald Reagan and the Pope come together, right? Typifying what's going to happen at the Sunday Law. Und in 1989 kamen ja Ronald Reagan und der Papst zusammen und das schattet voraus, was der Papst und der USA am Sonntagsgesetz tun werden. So 1989, the last 1798 to 1840. Oh, you've already got it up there, all right, okay. I didn't see it. I was going to say 1989, it would end at the Civil Sunday Law, but just as you moved it away, I see you've already marked it. Yes, and the only point I'm making is whenever you're taking these things, no matter which fractal it is, because it's all the same pattern, Also ganz gleich, welches Fraktal wir uns anschauen, denn es ist immer dasselbe Muster. you have to look at it in this relation. Where is the prophet standing? They speak about something in the future and they take you back to explain what's coming by taking you back to the past. Da muss right? das immer in diesem Kontext betrachten. Wo steht der Prophet? Denn der schaut immer zurück in die Vergangenheit, um dir dann die Zukunft erklären zu können. Right? And the Lord wants us to understand this because we have a work to do in this time period, right? Der Herr möchte uns verstehen lassen, was hier in dieser kleinen Zeit des Friedens stattfinden wird, denn wir müssen hier ein Werk tun. And that no matter what level you bring it on, there's a glory that's marked right at this way mark that's going to be right at the beginning of it, which is the sweet, and it's going to lead to the bitter at the end. Aber Right? ganz gleich, welche Darstellung wir uns anschauen, wir sehen hier, dass eine Herrlichkeit hier am Anfang der kleinen Zeit des Friedens markiert ist. Das ist diese süße Botschaft, diese süße Erfahrung, die dann zu einer Bitterkeit führt. Right? So, we all get the points that I was hopefully trying to portray this morning. Ich hoffe, dass wir diese Punkte, die ich heute hier darlegen wollte, ja, dass wir sie hoffentlich gut nachvollziehen können. And hopefully this will help us to see things clearer and clearer as we go forward. Ich hoffe, dass das uns helfen wird, die Sachen immer klarer zu verstehen, wenn wir jetzt weiter vorwärts schreiten. Okay, let's close with that. Lass uns mit Gebet abschließen.
Lieber Vater im Himmel, we want to thank you for this new day. wir möchten dir danken für diesen neuen Tag And we want to pray for help today. und wir möchten heute um deine Hilfe bitten. Please be with us. Bitte sei mit uns. Help us to have faith that you will answer our prayers. Bitte hilf uns, dass wir Glauben haben, dass du unsere Gebete beantworten wirst. Help us to keep our minds on you. Und hilf uns, dass wir unseren Verstand auf dich gerichtet halten Think about your truth. und über deine Wahrheit nachdenken. And we pray that you might write your principles upon our hearts. Und wir beten, dass du deine Prinzipien auf unser Herzen schreiben mögest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.